Ein Spiel der Dämonen ist es, wenn leichtgläubigen Menschen der Blick getrübt wird durch Erscheinungen mannigfacher Art, die für die Verbreitung von Irrtum und Unwahrheit geeignet sind, die nur dazu angetan sind, schon bestehende Irrlehren zu bekräftigen und die Menschen von dem rechten Weg, dem direkten Weg zu mir abzudrängen. Es ist leicht für einen erweckten Menschen, dieses Spiel zu durchschauen, schwer aber für Menschen, die den Irrlehren schon anhangen und geleitet werden von blinden Vieren, denen selbst jeder Wissen mangelt und die auch nicht nach der Wahrheit verlangen, sondern sich zufrieden geben mit übernommenem Geistesgut, ohne es zu prüfen auf seinen Ursprung. Eine Kette von Irrlehren gliedert sich zusammen aus verschiedenen falschen Begriffen, und zur Bekräftigung dieser Irrlehren ist auch den Menschen, die solche vertreten, jedes Mittelrecht, denn ihr Bestreben ist es nicht, Licht zu bringen, sondern die Menschen in der Dunkelheit des Geistes zu erhalten. Und es ist dies ein großes Unrecht, weshalb ich ständig Vertreter meiner reinen Lehre ihnen beigeselle, die gegen die Unwahrheit und den Irrtum auftreten und die Mitmenschen aufzuklären suchen. Nimmermehr geschehen meine Offenbarungen in der Weise, dass unmündigen Kindern mein Wille kundgetan wird, sondern es hat eine jede Offenbarung den Zweck, verbreitet zu werden zum Segen aller, denn ich bediene mich nur eines Mundes, und zu allen Menschen zu sprechen durch jenen. Nimmermehr werde ich denen Stillschweigen gebieten, die mich zu hören vermögen, sondern ihnen den Auftrag geben, meinen Willen den Mitmenschen kundzutun. Mein Wille ist, dass die Menschen einander lieben und durch die Liebe zur Seligkeit gelangen. Wird mein Wille nicht erfüllt, dann bleibt der Mensch unvollkommen und kann nicht seiner Sündenschuld ledig werden, die ihm anhaftet und die er durch lieblose Handlungen ständig erhört. Niemals kann ein anderer seine Schuld auf sich nehmen oder abbüßen, denn dafür starb Jesus am Kreuz, der die Sündenschuld der Menschheit auf sich nahm, um sie zu erlösen. Es kann wohl der Mensch sich am der Erlösungswerk Christi beteiligen, indem er durch ein vorbildliches Liebeleben gewissermaßen als Beispiel die Liebelehre Christi verbreitet und in den Mitmenschen die Liebe erweckt. Er kann ferner mitwirken an der Erlösung irrenden Seelen durch Übermittlung des Evangeliums, der reine Wahrheit, die jeder in sich trägt, der selbst in der Liebe lebt. Er kann auch durch Fürbitte aus liebendem Herzen den Mitmenschen Kraft zuwenden, jedoch immer muss der Wille dessen bereit sein, jede Kraftströmung aufzunehmen, denn jedem Menschen liegt selbst die Verantwortung, ob für seine Seele, und diese kann ihm in keiner Weise abgenommen werden, ansonsten meine Gerechtigkeit in Frage gestellt und auch alle Menschen sofort erlöst wären, weil liebende Wesen des Lichtes stets ihre Liebe den unglücklichen, Unerlösten zuwenden und ihre Kraft wahrlich genügte, um alle Menschen selig zu machen. Jeder einzelne Mensch muss selbst zu mir finden, er muss seine Sündenschuld erkennen und ihr erledigt zu werden suchen, er muss sie abbüßen selbst durch Ewigkeiten hindurch oder sich erlösen lassen von Jesus Christus durch bewusstes Anerkennen seines Erlösungswerkes um Bitte und Vergebung seiner Sünden. Die Liebe eines Menschen zum Mitmenschen kann wohl dessen Bekehrung erflehen, doch nur insofern, als dass diesen weitgehende Unterstützung gewährt wird von geistiger Seite, dass er in Lebenslagen gebracht wird von Lichtwesen, wo er sich wandeln kann, wenn er will, wo seine Gedanken hingelegt werden auf Menschen, die einen rechten Lebenswandel führen, dass ihm jeglicher Beistand gewährt wird zur Gewinnung der Seelenreife und ihm auch vermehrte Kraft zugeht, die ihm die Fürbitte erworben hat.
Wie er aber die Kraft auswertet, ist allein sein Wille. Dass dessen Sünden nun von liebenden Erdengeschwistern für ihn gesühnt werden können, ist eine irrige Auffassung und kennzeichnet nur das Missverstehen meiner Lehre, die in voller Klarheit geboten, aber vielfach verunreinigt wurde durch menschlich falsche Vorstellung. So Liebe der Fürbitte zugrunde liegt, wird sie niemals ohne Erfolg bleiben, doch die Auswirkung ist eine andere, denn jeder Mensch muss sich für seine Sünden selbst verantworten. Und so ist es eine immerwährende Irreführung, den Menschen von überirdischen Erscheinungen Kenntnis zu geben, die eine gewissenhafte Prüfung niemals vertragen und mit der von mir zur Erde geleiteten Wahrheit niemals in Einklang gebracht werden können. Es ist dämonisches Blendwerk, das guten Nährboden fand in der Leichtgläubigkeit der Menschen und ihrem irregeleiteten Denken. Denn wo ich in Erscheinung trete, komme ich nicht in Prunk und Glanz, doch jedem erkennbar, der mich erkennen will und guten und reinen Sinnes ist. Amen.